Hallo und herzlich willkommen bei den Philharmonischen Lautsprechern. Mein Name ist Clemens Bartel und ich bin der Entwickler der Celesta und der Concertina. Seit Kindheit an höre ich sehr gern und sehr oft Musik. So war es zum Beispiel während meiner Studienzeit nicht unüblich, dass ich in der Woche zwar keine einzige Vorlesung, dafür aber ca. 80 Stunden Musik gehört habe. In dieser Zeit begann auch meine Leidenschaft für den Lautsprecherbau. Und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt die Celesta und die Concertina präsentieren zu können. Zunächst zur Celesta. Was ist das Besondere an diesem Lautsprecher? Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Der Klang. Es gibt ja ein Sprichwort, das besagt, 1000 Worte sagen nicht so viel wie ein Bild. Und wenn wir das ummünzen, dann möchte ich sagen, 1000 Worte sagen nicht so viel, wie wenn Sie die Celesta einmal gehört haben. Und daher möchte ich Sie mit diesem kleinen Video in erster Linie dazu einladen, die Lautsprecher bei mir anzuhören. Trotzdem hier jetzt der Versuch, den Klang zunächst der Celesta zu beschreiben. Da fällt die perfekte Räumlichkeit auf. Alles können Sie genau dort orten, wo es auch stattgefunden hat. Das ist ein richtig plastisches Bühnenbild, man möchte förmlich da reingreifen. Als nächstes sei erwähnt, dass der Klang glasklar ist. Man kann jedes Detail hören, sei es Knarzen von Stühlen, Knarzen von Dielen, auf dem ein Chor steht, oder Strömungsgeräusche in Instrumenten, natürlich das Greifen von Saiten oder das Klappern von Mechaniken ohnehin. Also alles, was auf dem Tonträger vorhanden ist, werden Sie auch hören. Zudem ist der Klang kraftvoll und wird mit so einer gewissen Luftigkeit garniert. Und was mich persönlich ganz besonders dabei freut, ist, dass dieser klare Klang trotzdem nicht zu einem analytischen Klangbild führt, sondern dass alle Klangfarben zur Geltung kommen. Die Celesta hat eine kleine Schwester, die Concertina, die habe ich hier. Und vom Gehäuse her sind beide Lautsprecher im Prinzip gleich ausgeführt. Also die Bauart ist die gleiche. Es gibt nämlich ein Beton-Zwischenteil. Das ist aus hochfestem Spezialbeton, der kaum Poren aufweist und dessen Wanddicke variiert. Das wiederum hat zur Folge, dass dieses Zwischenteil eine sehr hohe Steifigkeit hat und nicht anfällig ist für Resonanzen. Und die Aufgabe eines Gehäuses beim Lautsprecher ist ja eine völlig andere als beim Instrument. Beim Lautsprecher ist es so, je weniger das Gehäuse zum Mitschwingen angeregt wird, umso besser. Und welches Material sollte da geeigneter sein als Beton? Die Fronten und Rückteile sind aus Buchenmultiplex. Das ist ein Holzwerkstoff, der langzeitformstabil ist, dadurch, dass er in mehreren Schichten mit Klebstoff verklebt und verpresst wurde. Diese Fronten werden von mir geschliffen und mit Danish Oil behandelt. Sie können sehen, dass die Töner, in dem Fall hier bei der Concertina Hochtöner und Tiefmitteltöner, bündig in die Front eingelassen sind. Das macht man aus akustischen Gründen so, sieht aber auch gut aus. Schlussendlich möchte ich Ihnen auch noch die Rückseite des Lautsprechers zeigen. Hier ist nämlich eine recht dicke Edelstahlplatte, die da drauf sitzt. Und in dieser Edelstahlplatte befindet sich das Bassreflexrohr sowie zwei sehr hochwertige vergoldete Polklemmen. Und das Ganze ist natürlich schon wesentlich edler als eine folierte Spanplatte, in der ein Kunststoffterminal sitzt. Aber trotzdem,
Das Besondere an den philharmonischen Lautsprechern ist in allererster Linie der Klang. Überzeugen Sie sich selbst.